RS4 B9 von der Sportec. Nimm euch jetzt mit Richtung Klausenpass. Wie wir das Auto passend nach Sportec-Manier in Szene setzen. Vollgas. Das ist schnell. Herzlich willkommen zurück bei der Sportec. Wir haben heute ganz etwas Besonderes vor. Und zwar geht es nicht um den Caddy, sondern um den RS4 B9 von der Sportec. Wir fahren in Kürze ab Richtung Klausenpass und testen, wie sich die übermotorisierte Familienbomber-Rakete auf dem Pass behauptet. Wir gehen via Urnerboden, der grössten Alp der Schweiz, Richtung Klausenpass. Ich will noch nicht zu viel über das Fahrzeug erzählen, das kommt alles später und nehme euch jetzt mit Richtung Klausenpass. Warum Sportec und RS4? Diese intensive Beziehung ist schon ein bisschen länger. Wir müssen dazu ins Jahr 2000 zurück, kurz nachdem Sportec gegründet worden ist. Audi hat dazumal mit dem RS4 B5 mit 381 PS, 2,7 Liter V6 Motor ordentlich für Aufsehen gesorgt. Und zwar hat es so einen Power-Kombi bisher noch nie gegeben. Ich glaube, wir kennen all das Video auf der deutschen Autobahn, wo ein RS4 B5 ein schnelles anderes Auto überholt und einfach wegzieht. Ja, ist bestimmt ein bisschen heiß drauf, ja. Aber neben dem, du, komm, gib jetzt Last ja. Das sind nur uns, guck mal hier, da. Der macht komplett Terror. Was ist mit dem Ding los? Das geht ja wie Sau. Guck hier. Was ist denn das für ein Kombi? Was ist denn mit dem Kombi los? Ey, was ist denn das? Komm, los, komm! Könnte ein Sportec RS4 B5 gewesen sein. Im Jahr 2000, damit man das so ein bisschen leistungstechnisch, die 381 PS, so ein bisschen ins Verhältnis kann setzen, es ist zu dem Zeitpunkt auf den Markt gekommen, der M3 E46 mit 343 PS und der 993 wie 996 Turbo mit je 408 oder 420 PS. Jetzt sieht man, dass die Leistung vom RS4 B5 doch sich eigentlich im Sport- bis Supersportwagen Niveau bewegt hat, dazumal zu dieser Zeit. Das haben wir so einfach noch nicht gekannt. Die Sportec hat dann natürlich nicht darauf verzichten und hat die Chance genutzt und ist mit ihrem Produkt auf dem RS4 B5 sehr schmal so ein bisschen in die globale Tunerwelt dann eingestiegen. Weil mit dem Produktportfolio, das man dazumal für den RS4 B5 entwickelt hat, mit kompletten Motorumbauten bis knapp 550, 600 PS, mit Sitz, ein komplettes Innenraumkonzept, mit Fahrwerk, Felgen, Stabilisatoren, grösseren Bremsanlagen etc. hat man ein sehr breites Produktportfolio dazumal können anbieten und hat mit ihrem Produkt ein Stück weit Geschichte auf dem RS4 B5 geprägt. Jetzt ist zwischen der RS4 B5 mit 381 PS und dem heutigen B9 mit original 450 PS ein bisschen Zeit vergangen. Es sind noch zwei Modelle dazwischen, beide mit einem 4,2 Liter V8 Saugermotor mit je 420 und 450 PS. Das haben sie nicht gehabt. Das ist die Leistung auf dem Papier. Gute Modelle vom B8 haben so 400, 410 PS gehabt. Die guten, gemessen auf dem Prüfstand. Jetzt sind wir also weit weg von diesen 450. Der B9 wiederum, V6 Motor, Biturbo, hat die 450 PS, die auch angeschrieben ist. Von dem her haben wir dort ein bisschen aufbessern. Wir sitzen heute im Sportec RS4 B9, der hat ein bisschen mehr als 450 PS. Wir reden hier mit der aktuellen Abstimmung von 590 PS. Das ist schnell. Und das werden wir heute zusammen erfahren auf dem Urnerboden und am Klausenpass. Schauen wir, wie sich die Familienrakete in der Schweizer Bergwelt behauptet.
Was ich mir überlege, ist, wie wir das Auto auf dem Urner Boden richtig und passend nach Sportdeck-Manier in Szene setzen. Hey, halt, stopp. Wir sind hier in einer Berglandschaft. Haben wir nicht irgendetwas, das besser passt? Ja, Dude, ich habe jetzt halt alles schon auf das geschnitten. Da findest du sicher passenderen Sound. Schau, ich habe es jetzt gemacht. So etwas Peinliches machen wir nicht mehr. Und ich möchte jetzt normal weitermachen. Okay, schon gut. Ja. So, wir machen jetzt normal weiter. Wir sind nämlich angekommen auf dem Urner Boden am Fuße des Klausenpasses. Wir sind schon einmal rauf und einmal wieder runter. Darum sieht das Auto auch ein bisschen voller Insekten und Bremsstaub aus. Wir haben es ein bisschen fliegen lassen. Das Wetter hat nicht ganz so weit gemacht, wie wir das wollten. Wir mussten vorher mit ein bisschen Regen rechnen. Es geht jetzt aber um den RS4 B9 von der Sportdeck. Was man auf den ersten Blick sieht, ist sicher das Prototypenrad, unsere Mono 10 Evo Forged, das wir jetzt auf dem RS4 montiert haben mit passenden Dimensionen. Perfekt, damit das Tragkästchen sauber ausfüllt. Es ist ein Leichtmetallrad aus Aluminium. Was wir an diesem Fahrzeug zusätzlich haben, ist unsere Sportdeck Stufe 1, wo wir das Motorsteuergerät und das Getriebesteuergerät optimieren und so auf schlussendlich 510 PS und 760 Newtonmeter kommen. Das reduziert 0 auf 100 Zeit um 0,6 Sekunden. Von 4,1 Sekunden Werksangabe auf 3,49 Sekunden. Bei diesem Fahrzeug jetzt hier fahren wir aber noch ein bisschen mehr Leistung als bei der Stufe 1. Es ist mehr oder weniger eine Stufe 3. Wir haben Upgrade-Turbolader, ein Upgrade-Ansug, wir haben ein Ladeluftkühler-Kit von Wagner, Sportcats und selbstverständlich unsere Abgasanlage. Das Ganze führt zu einer Leistung von gut 590 PS und reduziert 0 auf 100 Zeit um weitere 0,2 Sekunden auf 3,3 Sekunden. Da reden wir also schon von Supersportwagen-Niveau. Schön mit der Sonne. Wir machen weiter beim Fahrwerk. Wir haben ein Öhlins Road & Track Fahrwerk verbaut, inklusive H&R Sportstabilisatoren. Wir haben zuerst nur das Fahrwerk verbaut und dann mit den Stabis noch kombiniert und haben einfach gemerkt, dass die Kombination von Öhlins Road & Track und H&R Sportstabilisatoren hervorragend funktioniert. Das Auto liegt wie auf Schienen, hat unglaublich viel Grip und trotzdem ein höchstes Maß an Restkomfort, was bei so einem Familienwagen doch wichtig ist. Also wenn man auch mal mit Begleitung oder Kind hinten drin immer noch komfortabel fährt. Bei der Bremsanlage fahren wir einen Endless-Belag. Es ist ein Belag, der sich perfekt in so Regionen einpasst. Es ist eine Belagsmischung, die konzipiert ist für Trackdays wie auch Pass- und Strassenfahrt. So etwas dazwischen macht kein Geräusch, weniger Bremsstaub und deutlich mehr Biss. Plus massiv verbesserte Temperaturfestigkeit. Wir sind schon an diversen Trackdays mit dem Audi RS4 und das läuft. Es sind auch immer noch die ersten Belege drauf. Wir haben im Innenraum ein Interieurpaket. Wir haben das mit Fußmatte, Alcantara Steuerrad, Armauflage mit gesticktem Logo und sonst gewisse Details in Alcantara noch umgesetzt, dass man einfach auch im Innenraum erkennt, was für ein Fahrzeug das man fährt. Jetzt müssen wir schnell auf die Hinterseite.
Zwar sieht man hier noch jetzt den letzten Rest von unserer Sportec-Abgasanlage. Und zwar sind das die schwarz lackierten Endrohr. Es ist ein 4-Endrohr-Design, einfach, dass man auch dort wieder schlicht und dezent sieht, dass es sich um ein Sportec-Produkt handelt. Es ist eine Sportabgasanlage aus Edelstahl mit einer leicht veränderten Rohrführung. Wir gehen in eine X-Pipe rein, was einfach sich klanglich dann doch sehr stark bemerkbar macht. Selbstverständlich haben wir auch eine Abgasklappensteuerung verbaut und Abgasanlage in Kombination mit der Sportec Leistungssteigerung Stufe 1 ist zugelassen. Auch die Abgasanlage allein ist zugelassen, wie die Leistungssteigerung. Fahrwerkskomponenten sind selbstverständlich auch zugelassen. Das tönt jetzt wahrscheinlich alles unglaublich gut und unglaublich schnell und super lässig. Wir haben uns den Klausenpass nicht umsonst ausgesucht, und zwar wir gehen jetzt fahren. So, wir machen RS-Mode an, zweiten Gang. Uiuiui. Ich weiss nicht, ob ihr den Turbolader auch so gehört zwischen oder die Turbolader wie ich. Aber das ist, das macht Laune. 3, 2, 1, Vollgas. Das ist schnell. Das Ding ist schnell und hat Kraft. Auch das Fahrwerk, ihr seht es vielleicht, also die den Klausen auch schon selber gefahren sind, die wissen, die Strassen da sind nicht in bestem Zustand. Es schüttelt ordentlich, es schaukelt ordentlich, aber unkomfortabel ist es für mich nicht. Und das ist einfach DFV-Technologie von Öhlins, die da einfach grausam viel arbeitet. Von der Ladedruckcharakteristik hat es sehr viel mit dem RS4 B5 zu tun, weil wir haben bei diesem Fahrzeug grössere Turbolader, die haben ein bisschen ein grösseres Turboloch, was zum Fahren unglaublich amüsant ist. So ein bisschen eine Oldschool-Leistungsentfaltung garantiert, und das ist lässig. Uiuiui. Ich nehme an, ihr hört auch fauchen. Wunderschöner Klausenpass, so ganz allein. Wer hätte es gedacht? Können wir richtig geniessen. Die Strassen sind ein bisschen eng, aber das geht richtig gut und einfach die Verzögerung ist hervorragend. Ich habe so ein direktes Pedalgefühl, dank halt modernem Bremssystem und vor allem der Endless Bremsbelag. Es ist ein MX-72 Belag. Das ist eben die Mischung, die ich vorher angesprochen habe, die wunderbar für Track Days, Bass, auf und runter funktioniert, wo man einfach kein Fading hat. Ja, das fühlt sich super an, ehrlich gesagt. Die Abgasanlage ist auch nice, der Sound ist nice. Man hört das Proberlen hinten dran ein bisschen intensiver als original, und das Fahrzeug oder der RS4 fährt sich einfach 100-mal besser als ein originalen RS4, gerade was das Fahrwerk anbelangt. Die Kombination von Öhlins und H&R-Stabilisatoren einfach viel, viel präziser arbeitet, wie ein High-Performance-Fahrwerk in Kombination zu einem, ja, für Schlusszeichen, normalen Strassenfahrwerk. Und dieser Unterschied ist gewaltig. Über die Leistung muss ich gar nichts erzählen, weil das stellt ein standardmäßiger RS4 so etwas von in Schatten. So, und bremsen. Bei der Stufe 1 fahren wir ja 160 Newtonmeter mehr als original. Und das ist einfach, das ist gewaltig. So, genug über den Sportec RS4 erzählt. Jetzt lassen wir die Bilder sprechen. So,
Beim Dahnenfahren ist mir der grosse Vorteil von einer Sitzbelüftung wieder mal bewusst geworden. Am Morgen war es richtig heiß gewesen. Jetzt nimmt es mich Wunder, sind ihr Team Sitzbelüftung oder Team Sitzheizung? Schreibt es doch in die Kommentare! So, die Performance macht mich ganz hungrig und wir gehen jetzt etwas essen. So, das war ein ganzer Tag Shooting hier am Urner Boden. Bevor ich jetzt noch gross anfange, Käse zu erzählen, gemein. Bist du schon am Filmen? 15 Minuten noch Bier. Danke vielmals. Danke. Okay. Sind wir so weit? Beat Power, Baby! Put it all on my daddy. Know how I'm coming. And they know what we run around through that left side, low end. My family tree. How the fuck they pressed, I did my best. I don't what they. Maybe I'm just too cheap. And they know what they doing lately. And I'm way too. So ein RS4 braucht natürlich so ein RS4. Dani. Jetzt warten wir schnell auf den Dani. Dann machen wir weiter. Dani ist wieder inside. Fahrwerkskomponenten sind selbstverständlich auch zugelassen. That's it, glaube ich.